Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los! So, wir haben hier ein Asus und zwar ein VivoBook, wie man unschwer lesen kann. Und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die genaue Modellnummer findet. Aber zuallererst stellen wir mal sicher, dass das Laptop nicht mehr mit dem Ladekabel verbunden ist. Die genaue Modellbezeichnung finden wir hier auf der Rückseite, und zwar genau hier. Und ausnahmsweise auch echt gut zu lesen. Und ja, mit dieser Modellbezeichnung findet ihr eben super einfach alle Ersatzteile speziell für dieses Gerät bei uns im Shop. Allgemein kann man zu dem Gerät noch sagen, dass ein Displaytausch hier relativ einfach ist. Man muss dafür den Frontrahmen lösen. Der ist auch verschraubt hier unter diesen kleinen Abdeckungen. Die muss man quasi abmachen und dann sind da Schrauben drunter. Und auch die Schiene muss weg. Allerdings kann man die tatsächlich einfach lösen. Also auch im geschlossenen Zustand kann man die jetzt hier quasi einfach abhebeln und kommt so eben relativ einfach an das Display ran. Bei der Tastatur ist es so, die kommt zusammen mit dem Topcase. Das Touchpad könnte man hingegen auch einzeln tauschen. Um das Gerät jetzt zu öffnen, muss man zuallererst alle Schrauben lösen, die es hier am Gerät gibt. Auch hier vorne die 4. Und die 4 hier vorne sind auch ein bisschen kürzer als der Rest. Das heißt, die einfach getrennt aufbewahren. Ansonsten sind das ganz normale Kreuzschrauben. Und ich benutze hier für alle Arbeiten ein super praktisches Universalwerkzeugset. Da hat man alles, was man so gebrauchen kann. Öffner, Pinzetten, ein Schraubendreher-Set mit allen erdenklichen Aufsätzen. Habe ich mir da jetzt schon mal zurechtgelegt. Und ja, im Fall von den Kreuzschrauben nehmen wir da als Aufsatz hier einfach ein PH0. Wenn alle Schrauben draußen sind, kann man anfangen, die Unterseite zu lösen. Ich nehme dafür einen der Öffner aus dem Werkzeugset und ich zeige euch das mal. Das ist nämlich einmal hier und von hier läuft das dann hier vorne lang, auch auf der Vorderseite. Und ja, die ist auf der Rückseite so ein bisschen eingehakt. Von dem her würde ich jetzt in dem Fall versuchen, hier an der Stelle anzufangen. Und dann versucht man im Grunde genommen zwischen Gerät, ich hoffe, dass man das hier sieht, zwischen Gerät und Unterseite eine Lücke zu schaffen und das dann eben so vorsichtig nach oben zu hebeln. Und hier sieht man schon, glaube ich, was ich meine, dass die da so ein bisschen drin steckt. Hier. Und ja, falls das mal besonders schwer irgendwo geht, dann kann man sich auch eine andere Stelle versuchen. Also man kann natürlich auch versuchen, hier drüben dran zu kommen und dann macht man das nach dem gleichen Prinzip leicht runter und aufhebeln. Das laute Knacken, das ist hier völlig normal. Das ist, wenn sich die Einraststellen lösen. Aber wie gesagt, keine Angst, da macht man nichts kaputt. Und so arbeitet man sich dann im Grunde genommen einfach um das Gerät. Auch auf der Seite kann man hier gut anfangen und ja, zur Not auch auf der anderen Seite noch, aber meistens geht das relativ gut. Und dann hat man die Unterseite mit ein bisschen Wackeln und Rütteln meistens relativ schnell gelöst und kann die einfach abnehmen. Ja, und so sieht dann das Gerät von innen aus. Bevor wir jetzt hier aber irgendetwas weiteres machen, trennen wir auf jeden Fall immer mal zuallererst den Akku vom Mainboard. Und wir sehen hier den Stecker und der ist in dem Fall so verbaut, da ist so eine silberne Brücke oder so ein Bügel oben drauf. Den
schiebt man quasi zuerst so nach oben oder nach hinten in dem Fall. Und dann kann man den Stecker an sich einfach nach oben hin abziehen und ist so auf jeden Fall mal auf der sicheren Seite. Gut, was können wir hier noch sehen? Wir sehen hier drüben den RAM, der ist unter so einer kleinen Abdeckung. Eine CMOS-Batterie gibt es hier übrigens nicht. Wir sehen hier die SSD. Da kann man das WLAN-Modul sehen mit den Antennen, die hier um den Lüfter laufen. Dann hier natürlich Lüfter und Heatsink. Und ja, ansonsten gibt es eigentlich hier nicht viel, was man so noch beachten muss oder sehen kann. Wenn man den Akku ausbauen will, muss man diese Schrauben hier lösen. Hier unten, da ist keine drin. Und ja, dann kann man den Akku einfach nach oben hin aus dem Gerät nehmen und so gegebenenfalls natürlich auch tauschen. Direkt unter dem Akku sehen wir jetzt hier übrigens auch das Touchpad. Und das wird in dem Fall tatsächlich nur von diesen 3 Schrauben hier gehalten. Da müsste man eigentlich ganz gut rankommen. Und unter dem Klebeband hier ist das Kabel, die Verbindung zum Mainboard und zum Touchpad. Genau, auch das muss man natürlich trennen. Und ja, hier ist es jetzt eben so, das ist ein Kippschalter. Das heißt, man kann jetzt hier das Kabel nicht einfach dran ziehen. Man klappt den quasi erst auf und das gibt dann das Kabel frei. Und dann kann man das hier rausziehen und ja, so eben das Touchpad tauschen. Beim Wiederverbinden auch hier einfach schauen, also das läuft halt jetzt hier zum Mainboard. Das muss man alles ein bisschen abziehen, Klebeband und so weiter. Und beim Wiederverbinden hier einfach schauen, dass der Stecker richtig drin sitzt. Da gibt es hier so eine weiße Linie, die zeigt das ganz gut. Bis dahin, Stecker muss auf sein, kommt das wieder rein. Und dann wird das wieder umgeklappt. Und dann ja, Klebeband wieder drüber. Und so könnte man auch das Touchpad tatsächlich tauschen. Den RAM zu tauschen ist wie bei allen Geräten eigentlich echt super einfach. Der wird von diesen beiden Klammern gehalten und wenn man die so ein bisschen nach außen zieht, springt der einem meistens schon entgegen, kann dann so einfach aus dem Slot gezogen werden. Und ja, wie gesagt, der hat jetzt hier einfach nur so eine Abdeckung drüber, die ist nur drauf geklebt. Kann man jetzt also auch auf dem neuen RAM, könnte man die einfach wieder umwickeln und dann kommt der zurück in den Slot. Der passt übrigens auch nur in eine Richtung, so würde der nicht gehen. Da also einfach bis ganz nach hinten rein und dann nach unten drücken, bis die beiden Klammern wieder einrasten. Und genauso einfach ist auch die SSD. Die wird nämlich nur von dieser einen Schraube hier gehalten. Und dann kann man die so ganz, ganz leicht nach oben und nach hinten aus dem Slot ziehen. Und ja, das gleiche Spiel wie beim RAM eigentlich. Also es gibt nur eine Möglichkeit, die einzubauen. Wäre unmöglich, die so reinzukriegen. Die kommt dann eben einfach zurück in den Slot, wird so ein bisschen nach unten gedrückt und verschraubt. Und da lohnt es sich bei der SSD auch, wenn man den Lüfter tauscht, ist es durchaus sinnvoll, die auszubauen, weil man dann hier auch an die Kabel besser rankommt beim Ein- und Ausfädeln. Und ja, wenn wir jetzt gerade vom Lüfter sprechen, also bei dem Lüfter hier ist es so, man kann den einzeln tauschen. Das ist nur so, dass der hier unter dem Heatsink durchläuft. Und das heißt, man sollte eigentlich auf jeden Fall theoretisch den Heatsink ausbauen. Der wird von einmal diesen 4 Schrauben gehalten und von der hier. Damit würde man komplett auf Nummer sicher gehen. Man muss auch diese Plastikabdeckung hier von den beiden Schrauben, die muss man rausnehmen und der Lüfter selbst wird dann von diesen 3 Schrauben hier gehalten. Und wie gesagt, da laufen eben auch die WLAN-Kabel vorne durch, die sind aber ratzfatz ausgefädelt. Und wir sehen hier noch das Lüfterkabel zum Mainboard.
Das kann man einfach nach hinten rausziehen. Da würde ich auch am Stecker selber fassen und den dann einfach rausziehen. Und genau, dann nimmt man den Heatsink ab und kann dann eben so ziemlich problemfrei den Lüfter hier rausnehmen. Ohne Gewähr, ohne Garantie gäbe es natürlich die Möglichkeit zu versuchen, den Heatsink hier quasi gerade so ein bisschen nach oben zu hebeln. Das ist allerdings echt gerade auf der Seite schwer, weil der muss wirklich so hoch, dass das dann hier drunter passt, um den Lüfter da unten vorzuziehen. Und ja, also man könnte es auf eigenes Risiko probieren. Ich persönlich würde jetzt hier tatsächlich einfach den Heatsink abbauen und mir da ersparen, dass das vielleicht sich verbiegt, nicht mehr richtig kühlt oder irgendwas in der Richtung. Genau, aber nur als Hinweis eben. Genau, bei dem Lüfterkabel ist es so, da kann man hier sehen, auf der einen Seite hat das Kabel Kontakte und auf der anderen Seite nicht. Und da weiß man, die Kontakte zeigen nach unten beim Wiederverbinden und da würde ich auch drauf schauen, dass man das auf keinen Fall vergisst. Das wäre echt ärgerlich. Und ja, und dann eben sollte man alles ausgebaut haben, in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen. Also Lüfter rein, Plastikabdeckung drüber, Heatsink drauf. Gegebenenfalls schauen, ob man da neue Kühlpaste noch braucht. Der Akkueinbau ist hier sehr, sehr einfach gehalten. Und zwar hat man hier neben den eigentlichen Öffnungen für die Schrauben nämlich auch noch so kleine Hilfsöffnungen. Und da sieht man hier noch so eine Führungshilfe, da kommt er einfach wieder drauf und fällt dadurch eigentlich sofort in die richtige Position. Da muss man nur schauen, der ist hier unten eingehakt, also das kommt zuerst rein. So, und dann fällt er hier auf die Führungshilfen drauf. Ja, und muss dann nur noch verschraubt werden. Und ganz wichtig, ähnlich wie beim Lüfter, nicht vergessen auch die Verbindung wiederherzustellen, das Kabel zu verbinden. Das kommt in dem Fall ja jetzt einfach von oben wieder auf die Platine. Und dann wird der Bügel hier quasi zurückgeschoben, über den Stecker drüber. Dann hält das und ist wieder mit Strom versorgt und dann kann man die Unterseite eigentlich auch schon wieder verbinden. Die muss man jetzt eigentlich nur von oben auf das Gerät drauflegen und nach unten hin festdrücken. Und auch da das gleiche Spiel, das knackt und knirscht, aber da kann man ruhig feste überall drücken, dass da wirklich alle Einraststellen sich wieder verbinden. Ich gehe am Ende hier auch einmal noch um das Gerät herum, um ja, eben zu schauen, dass das wirklich überall fest verbunden ist. Und dann nirgendwo mehr eine Lücke zu sehen ist. Und ja, dann muss man das Gerät nur noch verschrauben und ist ratzfatz damit durch. So, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn ihr noch Fragen oder auch Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.